Hierzu haben wir Ihnen heute 3 Praxisbeispiele mitgebracht. Wir möchten starten mit einer strategischen Neuplanung eines Marktgebietes und möchten dann im zweiten Beispiel bereits in eine bestehende Struktur eingreifen und diese optimieren. Im dritten Beispiel machen wir noch einmal einen Blick auf einen Gesamtmarkt und möchten uns der Frage nähern, wie nah man denn am Kunden dran ist und ob man hier eingreifen kann. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Wenn man die Aufgabenstellung hat, eine Vertriebsstruktur aufzubauen in einem leeren Marktgebiet, dann muss man zuerst eine Antwort finden, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Wenn Sie im B2B-Bereich unterwegs sind, sind das natürlich andere Unternehmen und hier wird man weiter differenzieren und suchen nach Branchen oder gegebenenfalls weiter die Unternehmen noch differenzieren nach Größenklassen oder Umsatzklassen. In unserem Umfeld ist es häufig so, dass wir den Endkunden, Privatkunden adressieren. Diese müssen beschrieben werden nach soziodemografischen Aspekten wie der Altersklasse, dem Kaufkraftniveau, vielleicht wie die Menschen leben, aber auch ihre Vorlieben, ihre Verhaltensmuster oder welchem sozialen Milieu sie angehören. Wenn wir die Zielgruppe beschrieben haben, müssen wir wissen, wo diese Zielgruppe zu finden ist. Wir können das über mikrogeografische Daten machen, regionale Marktdaten machen. Wir haben hierzu schon eigene Webinare abgehalten und an dieser Stelle möchte ich hierauf verweisen. Hier übernehmen wir einfach das kartografische Bild, das uns gegeben wird und differenziert je Einheit, in diesem Fall sind es Postleitzahlen, zeigt, wo die Zielgruppe niedrig in hellen Tönen oder sehr hoch vertreten ist in dunkelblauen Tönen. Wir haben im dritten Schritt ist es nun notwendig, aus dieser Gruppe in diesem Zielgebiet ein entsprechendes Marktgebiet abzugrenzen. Hierzu ist es nötig, ein Land, eine Postleitzahl oder verschiedene Postleitzahlen zusammen aggregieren, das Marktgebiet zu schaffen. Es muss so groß sein, dass es genug Potenzial enthält, damit es wirtschaftlich fungieren kann. Es darf aber auch nicht zu groß sein, denn sonst bleiben Potenziale liegen und können nicht bearbeitet werden. An dieser Stelle ist es aber auch wichtig, einen Blick auf den Wettbewerb zu richten. Denn in den seltensten Fällen werden Sie alleine um die Gunst der Kunden in einem Gebiet werben können und müssen dort mit Wettbewerb rechnen. Hierzu haben wir Ihnen nun ein Praxisbeispiel mitgebracht. Wir suchen für München einen hochwertigen Pflegedienst. Es ist ein Franchisegeber, der bereits 2 Partner vor Ort hat und er möchte für nächstes Jahr einen dritten finden. Die Rahmenbedingungen, die gesetzt sind, er benötigt für dieses wirtschaftliche Handeln mindestens 50.000 Personen in der relevanten Zielgruppe, was in diesem Fall Senioren, also Einwohner älter als 65 Jahre sind. Zudem, weil es ein hochwertiger Dienst ist es wichtig, dass auch in dem Gebiet die Kaufkraftklassen hoch und sehr hoch sehr gut vertreten sind. Marcel, kannst du uns das mal zeigen, wie das funktioniert? Ja klar, Uwe, danke. Erstmal vielen Dank für die theoretische Hinleitung. Was wir jetzt alles gesehen haben, werden wir uns jetzt gemeinsam direkt live bei uns im Vigio Web anschauen. Dazu nehme ich Sie jetzt direkt mit auf meinen Bildschirm. Was sehen wir jetzt hier direkt? Ich habe jetzt einfach mal deutschlandweit eine Karte mit Postleitzahlen eingeblendet, die eingefärbt sind nach dem Anteil der Senioren. Wir sehen jetzt beispielsweise hier im ländlichen Raum und im Osten von Deutschland, dass wir prozentual gesehen sehr, sehr viele Senioren haben, während wir in den städtischen Gebieten oder in den Ballungsgebieten eher helle Flecken haben, dementsprechend also weniger Senioren. Der Uwe hat uns ja jetzt bereits schon eine Vorgabe gegeben, dass wir uns im Großraum München ansiedeln werden, beziehungsweise hier ein neues Franchise-Gebiet machen können.
Was jetzt hier direkt auffällt, im Stadtgebiet sehen wir Postleitzahlen, die sehr, sehr hell eingefärbt sind, also dementsprechend eine niedrige Altersgruppe. Während wir jetzt hier im Speckgürtel von München oder wenn wir ländlicher ein bisschen weiter rausgehen, sehr, sehr dunkel schraffierte Postleitzahlen haben, was bedeutet, dass unser Zielgruppenanteil, nämlich den Senioren, relativ hoch sind. Im nächsten Schritt lade ich jetzt einfach mal unser Beispiel übers Lesezeichen ins System. Man sieht jetzt nun hier das bereits von Uwe angesprochene Marktgebiet. Wir sehen den Großraum München und wir haben hier zwei bestehende Franchise-Gebiete bzw. Marktgebiete. Wir sehen einmal hier in Pink den Münchner Nordwesten und einmal hier in diesem Türkisblau den Münchner Osten. Also zwei bestehende Franchise-Gebiete. Unsere Aufgabe ist jetzt nun, ein neues Franchise-Gebiet zu definieren. Dazu habe ich die einfache Möglichkeit, hier über die Selektion einzelne Postleitzahlengebiete direkt anzuwählen. Sie sehen, wenn ich ein Postleitzahlengebiet anwähle, wird es automatisch farblich orange hinterlegt. Zusätzlich sieht man hier unten in unserer Datentabelle, die mehr oder weniger sowas wie eine Excel-Liste ist, direkt wie viele Senioren oder entsprechende Einwohner ich ausgewählt habe. Beispielsweise jetzt für die zwei Postleitzahlen, die wir hier sehen, sind es 4.200 Senioren. Jetzt wollen wir natürlich auf einen Zielwert von über 50.000 Senioren kommen. Deswegen klicke ich jetzt hier einfach mal exemplarisch ein paar Postleitzahlengebiete zusammen, um natürlich auf diesen höheren Zielwert zu kommen. Jetzt habe ich beispielsweise hier schon 15 Postleitzahlen ausgewählt und sehe auch direkt, dass ich in Summe auf über 52.000 Senioren komme. Da können wir jetzt gemeinsam gedanklich einen Haken setzen, weil unsere Zielgruppe von über 50.000 Senioren ist ja erreicht. Plus, es sind alles Postleitzahlen, die aktuell noch keinem Franchise-Partner vergeben sind. Deswegen können wir das jetzt auch direkt gemeinsam zuweisen. Ich klicke hier unten einfach auf den Stift und erstelle jetzt hier direkt ein neues Franchise- bzw. Partnergebiet, das ich München Süd nenne. Klicke auf Speichern und bestätige das Ganze und Sie sehen direkt, wie die 15 Postleitzahlen orange werden und ein neues Marktgebiet hinterlegt ist. Ich habe jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit, hier über die Datentabelle eine Gruppierung durchzuführen. Eine Gruppierung ist nichts anderes, wie dass die Postleitzahlen, die einem bestimmten Gebiet zugeordnet werden, zusammengefasst werden. Also Sie sehen direkt hier, wenn ich beispielsweise auf München Ost klicke, werden mir automatisch alle 15 Postleitzahlen selektiert, die auch hier zugeordnet sind. Ich sehe dann auch direkt, in dem Gebiet hätte ich 50.500 Senioren, die versorgt sind. Ähnliches kann ich mal jetzt mit meinem Münchner Süden-Gebiet machen, das wir jetzt angelegt haben. Auch hier sehe ich 52.000 Senioren, passt. Um das Ganze abzurunden, schauen wir uns jetzt auch mal noch dieses pinke Gebiet an. Und hier fällt mir direkt auf, dass wir noch unter dem 50.000er Schwellenwert sind. Nämlich haben wir nur knapp über 49.000 Senioren. Zusätzlich sehe ich jetzt auch hier in der Karte, dass hier oben am Frankfurter Ring noch eine Postleitzahl ist, die einerseits geografisch sehr gut ins Gebiet passen würde, andererseits dann aber auch das Zielgruppenpotenzial auf über 50.000 Senioren bringt. Deswegen würde ich jetzt in unserem Beispiel einfach hier dieses Gebiet auch noch manuell vergeben und hinzufügen. Dazu gebe ich einfach den entsprechenden Namen des Gebiets ein, klicke auf Speichern und bestätige das und dann sehen Sie direkt, wie das Gebiet erweitert wurde und wir jetzt eine homogene Planung für Gesamt-München haben. Jetzt würde ich erstmal wieder den Uwe fragen, Uwe, wie schaut es denn aus? Passt das so jetzt mit diesen Gebieten zusammen? Können wir damit weiterarbeiten? Naja, Marcel, das ist schon eigentlich ganz cool, aber wenn ich es richtig verstanden habe, waren das jetzt ja nur die Senioren. Wir haben ja auch noch die Maßgabe, dass die Kaufkraft hoch sein muss. Zudem hätte ich gern eine Form von Report, damit ich dann vielleicht das als Anhang für unseren Partnervertrag nehmen kann und die Dinge festgeschrieben sind. Hast du hierfür noch was? Ah, richtig. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Das ist nämlich so der zweite Schritt der Analyse. Also, was haben wir gemacht? Wir haben bisher die einzelnen Postleitzahlen natürlich nur zugeordnet auf Basis der Senioren. Aber der zweite Schritt ist ja, wie der Uwe gerade schon gesagt hat, dass wir noch die Kaufkraft hinzuziehen wollen. Dazu habe ich dann auch schon was vorbereitet, wenn wir jetzt gemeinsam wieder auf meinen Bildschirm schauen. In dem Fall wähle ich jetzt einfach mal das Gebiet für den Münchner Süden aus, das wir gerade gemeinsam angelegt haben. Ich habe hier unten die Möglichkeit, auf das Report-Symbol zu klicken und es öffnet sich eine neue Maske mit 4 verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Als allererstes kann ich die Altersgruppe auswählen. Das ist ja schon mal relativ klar. Wir haben ja den Auftrag, es geht um Senioren. Deswegen wähle ich jetzt hier auch direkt die Senioren aus.
Im zweiten Schritt steht jetzt hier auch praktischerweise die Kaufkraft. Der Uwe hat ja vorgegeben, dass wir hauptsächlich im hohen Kaufkraftsegment unterwegs sind und auch wirklich die Senioren suchen, die genügend Geld haben für unseren Pflegedienst. Jetzt gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten hier einzustellen. Einerseits die Anzeigenebene, da wähle ich die PLZ. Das liegt einfach darin, dass wir jetzt dieses gesamte Thema auf Postleitzahlen geplant haben. Also wollen wir natürlich auch unseren Report und unsere Analyse auf Postleitzahlengebiete planen. Hier hätten wir natürlich auch Möglichkeiten, auf Gemeinde- oder anderen statistischen Einheiten zu planen, je nachdem, was Sie haben wollen. Das letzte ist hier unten die Methode. Haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder über dem Landesdurchschnitt auswählen, dann vergleichen wir nichts anderes wie das gewählte Gebiet, also die 15 Postleitzahlen mit Gesamtdeutschland und schauen, welche dieser Postleitzahlen liegen über oder unter dem Schnitt von Deutschland. Oder was wir jetzt gemeinsam in dem Fall machen, wir schauen uns nur das Analysegebiet an. Das heißt, wir gucken die 15 Postleitzahlen an, die in diesem Gebiet liegen und vergleichen jede einzelne miteinander, sodass wir innerhalb von diesen 15 Postleitzahlen ein Zielgebiet kriegen oder ausgewiesen kriegen, wo wir direkt sehen, hey, in diesem Postleitzahlengebiet starten wir beispielsweise mit der Neukundenakquise. Das klicke ich jetzt hier an und klicke auf Bericht erstellen. Während der Bericht rechnet, haben wir schon alles vorbereitet. Ich nehme Sie jetzt direkt mit rüber zum Uwe auf die Folien. Der hat nämlich genau diesen Zielgruppenreport hier vorbereitet und wird Ihnen diesen jetzt vorstellen. Ja, vielen Dank, Marcel. Genau, ich habe hier zwei Karten schon mal aus dem Report rausgenommen. Das ist zum einen hier auf dieser Seite nochmal der von Marcel gezeigte Anteil der Senioren über 65 Jahre und zwar hier dargestellt für das gesamte Marktgebiet. Und wir sehen hier eingefärbt von hellen Tönen nach dunkelviolett, wie intensiv die entsprechende Zielgruppe in den Postleitzahlen vertreten ist. Dann hier in der zweiten Karte meine gewünschte Information zur Kaufkraft. Wir haben das an dieser Stelle mit dem Kaufkraftindex gemacht. Das heißt, bei einem Wert von 100 würde es genau dem bundesdeutschen Durchschnitt entsprechen. Entsprechend in helleren Tönen darunter, wenn es weniger ist, oder in dunkleren Farben, wenn es darüber ist. Der entscheidende Mehrwert ist aber, wenn ich diese beiden Kennzahlen in Kombination betrachte. Und ich habe hier das von Marcel schon angesprochene Zielgebiet. Also das heißt, innerhalb meines gesamten Franchise-Partnergebietes bekomme ich die Postleitzahlen ausgewiesen, in denen entsprechend die Merkmale und die entsprechenden Zielgruppen besonders hoch vertreten sind. Wir bekommen dies auch tabellarisch. Zum einen sehen wir, dass das gesamte Gebiet ca. 350.000 Personen umfasst. Der geforderte Zielgruppenanteil mit über 50.000 Senioren ist ebenfalls erreicht. Wir sehen aber auch, wenn man das prozentual sieht, dass wir hier deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Allerdings ist es so, dass in unserem Zielgebiet liegen wir darüber. Zudem sind die geforderten Kaufkraftindikationen sowohl im gesamten Analysegebiet als auch im Zielgebiet deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Dieser Report kann nun als Teil des Partnervertrages werden und dann zum einen für den Franchisegeber als Sicherheit dienen, dass er sagt, okay, ich garantiere meinem Franchise-Nehmer ein entsprechendes Potenzial. Und für den Franchise-Nehmer ist es die Sicherheit, dass er sagen kann, okay, ich habe dieses Potenzial, mit dem ich arbeiten kann und es wird in diesem Gebiet zumindest nicht von der eigenen Organisation Wettbewerb geben. So viel zu unserem ersten Beispiel.